Also ich glaube, die Parallele zu Deutschland oder wie wir uns mit großen Stoffen auseinandersetzen, egal ob man mit Faust Gretchen zu tun hat oder mit Effi Briest, ist natürlich, dass man herausfinden muss, was ist an einer Frauenfigur heute interessant in Deutschland. Und wenn wir heute spielen wir sehr viele klassische Stoffe in Deutschland und daher sind wir als Regisseurinnen immer gefragt, wie transportiert man das nach heute, und da haben wir in Deutschland schon Riesenprobleme, weil einfach diese Frauenfiguren heute so schwer übertragbar sind und manchmal man auch als Regisseurin das gar nicht so erzählen möchte. Da sehe ich also eine Ähnlichkeit, weil wir genau mit dem Kio-Stoff natürlich jetzt versuchen, wie kann man aus dieser Frau, die sehr opferbereit ist, die eigentlich über Geduld und wo ihre Anmut und ihre Opferbereitschaft ständig ein Thema ist, wie will man das heute erzählen für Frauen in Vietnam heute, die ja Gott sei Dank das auch als befremdlich empfinden. Und da zu sehen, wo sind die Stärken der Gio, wo ist da, wo sie, ich sag mal, freiheitsliebend auch ihren eigenen Kopf durchsetzt und wo will sie auch das System sprengen, diese Momente herauszufinden, das finde ich, ist für Vietnam nochmal was ganz anderes als in Deutschland. Und man merkt einfach, dass bei uns Spielen in den klassischen Stoffen ist das Christentum wichtig, hier ist Konfuzius, die ganze Lehre, der Buddhismus, all das spielt viel größere Rolle und da muss ich mich auch als Regisseurin erstmal sehr hineinarbeiten, um das auch alles zu verstehen und dann auch für Vietnam umzusetzen. Also ich maße mir nicht an, den Vietnamesen zu erzählen, wie sie dieses Stück lesen oder dieses, finde ich, darf ich auch gar nicht, sondern ich kann es nur aus meiner europäischen Sicht lesen und sehe das auch als meine Aufgabe. Und da versuche ich aber trotzdem dem Stoff erstmal gerecht zu werden, indem ich ihn versuche, im vietnamesischen Zusammenhang auch in der damaligen Zeit ein wenig besser zu verstehen. Dann jetzt in der Behandlung fürs Theater muss ich das aus meiner Sicht nehmen und da empfinde ich, dass das, was wir jetzt hier erlebt haben, dass hier wirklich tagelang diskutiert wurde über diesen Stoff, was das heute macht, wie auch Frauen sich darüber aufregen, das würde ich gerne erzählen, auch im Theater. Also ich würde gerne eigentlich den Diskurs unterstützen, wie sieht man diesen Stoff, was macht der Epos mit einem, was macht einen daran wütend, wo sieht man die Stärken dieser Frau und diesen Diskurs auf die Bühne zu bringen und auch vielleicht zu sehen, dass unbewusst die Figuren dann doch wieder in bestimmte Rollenverhalten reinrutschen und wo man plötzlich merkt, oh, das ist aber doch aktueller, als man vielleicht zu Beginn dachte. Wenn ich das erreiche, fände ich das schon sehr viel. Also wenn man diesen Diskurs erstmal dazu einlädt, aber dann vielleicht die Akteure auf der Bühne immer mehr hineinrutschen in Rollenklischees der damaligen Zeit und plötzlich darauf aufmerksam machen, dass sie eigentlich dieselben Dinge verhandeln wie die Gyo vor ein paar hundert Jahren. Das fände ich halt spannend.